So, eins der aufwendigsten oder langwierigsten Videos, die ich bisher gemacht habe, ist fertig. Oder zumindest das Ergebnis davon. Sehen die schon sehr lecker aus und meine Tochter hat auch schon ein bisschen was gekostet. Und als für sehr gut befunden. Dem einen oder anderen wird es ein Begriff sein. Wir machen heute Beef Jerky. Ein sehr kalorienarmer, fettarmer und je nach Zubereitungsart zuckerarmer, aber wie ich finde, sehr, sehr leckerer Snack. Das ist die älteste Form der Haltbarmachung. Wir trocknen das Fleisch. Ich benutze dafür einen Dörrautomaten. Im Prinzip kann man das auch im Backofen machen. Wir werden heute zwei Sorten machen. Einmal eine süß-scharfe Variante und einmal so Teriyaki-Style. Das kommt eher aus dem japanischen Raum. Ist auch so leicht lieblich, aber eher würzig. Und wie wir das machen, werdet ihr gleich sehen. Herzlich willkommen zu Ratzfatz Schlemm. Lecker leichtes aus Grill, Pfanne und Ofen. Anfangen werden wir heute mit der Teriyaki-Soße oder mit der Marinade für den Teriyaki-Style. Das Fleisch wird in mundgerechte Stücke geschnitten. Kauft vielleicht nicht gerade beim Discounter, nicht weil die Qualität jetzt wesentlich schlechter ist. Darüber lässt sich trefflich streiten, aber die Scheiben, die sind einfach noch dünner. Da wir das Fleisch trocknen, verliert es unheimlich an Volumen. Und je dünner das ist, im getrockneten Zustand habt ihr dann bloß noch so ein Blatt Papier da. Anfangen tun wir mit dem Teriyaki-Style. Wir werden daraus eine Marinade machen und dann das Fleisch 12 Stunden lang marinieren. Und dann kommt das morgen in den Dörrautomaten. Dazu sage ich dann morgen noch ein bisschen was. Aber jetzt erstmal die Marinade. Für den Teriyaki-Style benötigen wir Nitritpökelsalz. Man kann auch ganz normales Salz nehmen. Das Nitritpökelsalz hat die Eigenschaft, das Fleisch so ein bisschen rötlicher zu halten. Und ansonsten würde das tiefschwarz werden. Wir brauchen 2 Teelöffel Birkenzucker. Wir brauchen 2 Teelöffel Sojasauce, 1 Teelöffel Zitronensaft, 1 bis 2 Knoblauchzehen, 1 Stück Ingwer, 2 Esslöffel Hoisinsoße, alternativ kann man auch Austernsoße nehmen. Und wir brauchen die Kerne einer halben Papaya. Die enthalten nämlich Papin. Und Papin sorgt dafür, dass Fleisch mürbe wird. Das heißt, wenn wir das jetzt 12 Stunden lang marinieren, werden wir das Fleisch einfach in der Zeit ein bisschen weicher bekommen. Was wichtig ist, wenn wir hier irgendwie eine Stelle haben, wo Fett dran sein sollte. Das Fett schneiden wir uns am besten ab, weil das tatsächlich tranig wird. Wenn das im getrockneten Zustand ist, ist dann nicht wirklich lecker. So, das geschnittene Fleisch werden wir uns jetzt salzen mit dem Nitritpökelsalz. Wie gesagt, das hat lediglich den Vorteil, dass das Fleisch rot bleibt. Für die Menge, das sind hier 2 Rouladen, die so ungefähr 250 Gramm das Stück haben. Also insgesamt 500 Gramm. Reicht so etwa ein halber Teelöffel. Nachdem das Salz drauf ist, verteilen wir den Birkenzucker, die Sojasauce, die Hoisinsoße und den Zitronensaft. Walten das alles schön durch, sodass an jedes Stück die Sachen kommen.
und geben dann den klein gehackten Knoblauch und den klein gehackten Ingwer dazu. Das fertig eingelegte oder einmarinierte Fleisch könnt ihr jetzt entweder in einen Gefrierbeutel geben oder in so einen Zipperbeutel, so ein bisschen die Luft rausdrücken. Oder ihr macht es so, und zwar, ich lasse die jetzt hier in einer Schüssel drin und lege mir so eine Frischhaltefolie drauf, dass da möglichst wenig Luft rankommt. Und ja, spare mir einfach mal so einen Beutel. Und die zweite Schüssel stelle ich dann nämlich da oben rauf. Der Teufel steckt im Detail. Eine wichtige Sache habe ich noch vergessen. Und zwar die Kerne der Papaya. Die schneiden wir uns hier auf. Halbieren die. Und kommen dann wunderbar an die Kerne ran. Jetzt muss ich das hier nochmal hochnehmen. Und die kratzen wir hier einfach aus. Den Rest der Papaya können wir dann schnabulieren. Und die Kerne einfach mit ein bisschen Fruchtfleisch mischen wir uns hier nochmal unter das Fleisch. Und die sorgen dann dafür, dass es so ein bisschen mehr mürbe wird. So, bei der zweiten Portion leckerer Abendsnack, Beef Jerky, werden wir das ein bisschen anders machen. Wir nutzen auch die Kerne der Papaya, um das so ein bisschen mürber zu machen. Aber diesmal kein Nitritpökelsalz, sondern ich habe hier Rauchsalz. Nennt sich dänisches Rauchsalz. Kann ich ja mal hier so reinhalten. Der das riecht, weiß sofort warum. Das ist wie an einer Räucherei. Also das Salz wird tatsächlich über mehrere Stunden geräuchert im Buchenrauch, nimmt diesen Geschmack an und damit salzen wir jetzt auch unser Fleisch. Nehmen damit in Kauf, dass es beim Trocknen sehr dunkel, sehr schwarz wird, vielleicht nicht mehr ganz so lecker rötlich. Aber dafür kriegen wir so ein bisschen das Raucharoma ran. Alternativ könnte man das jetzt natürlich auch noch mal ein paar Stunden kalt räuchern. Habe ich auch schon gemacht. Heute nehmen wir mal Rauchsalz. Außerdem, wer auf Nitritpökelsalz verzichten möchte, für den wäre das durchaus eine Alternative. Man kann auch ganz normales Speisesalz nehmen. So, dazu nehmen wir dann 2 Teelöffel Chili-Flocken und 1 Teelöffel Knoblauchpulver. Diesmal machen wir keinen frischen Knoblauch ran, sondern Knoblauchpulver. Dann 1 Teelöffel Limettensaft und 1 Teelöffel Worcester oder Worcestersoße oder wie auch immer. Dann 1 Esslöffel Ketchup sowie 1 Esslöffel Agavendicksaft und 1 Teelöffel, das ist beides hier drin, flüssiger Süßstoff, um da diese Süße noch so ein bisschen mehr ranzukriegen. Also wir haben mit der Chili die Schärfe und mit dem Agavendicksaft und dem Süßstoff diese Süße, Sweet and Hot, und das wird ganz sicher auch sehr lecker. Der Vorgang ist der gleiche, die erst salzen, die Papayakerne daran und dann nach und nach die Marinade dazu geben. So, das Salz. Chili und Knoblauchpulver. Worcestersoße und
Limettensaft. Ketchup und der Agavendicksaft mit der flüssigen Süße. Und auch hier wieder einfach runterkratzen die Kerne. So, die zweite Fuhre ist auch fertig. Auch wieder so eine Frischhaltefolie drüber. Das kommt jetzt ebenfalls in den Kühlschrank, so für 12 Stunden. Also ich mache es einfach morgen erst weiter, wenn nicht 24 Stunden sind. Das ist garantiert auch nicht schlimm. Und dann wird das morgen getrocknet. Zu dem Trocknen habe ich auch so den einen oder anderen Erfahrungswert gesammelt. Also es gibt Videos, da wird empfohlen, mit 75 Grad für 12 Stunden lang das Fleisch zu trocknen. Für mich ist es denn nur hart und nach 5 Stunden 45 Grad ist noch zu viel Feuchtigkeit drin. Schmeckt mir zwar von der Konsistenz her am besten, ist aber nicht ausreichend haltbar. Insofern würde ich diesmal tatsächlich eher so 7 bis 8 Stunden wählen. Ich werde es wieder bei 45 Grad trocknen. Und wie ich das mache, da sehen wir uns morgen wieder. Die genauen Mengenangaben für 2 Personen findet ihr unten in der Box. Das Fleisch hat jetzt mittlerweile sogar 24 Stunden in der Marinade gezogen. Und mein Dörrautomat hat solche Edelstahlnetze oder Fächer. Da werde ich das Fleisch jetzt auflegen. Wer den Ofen benutzen möchte, sollte eher das Backblech nehmen und dann Backpapier drunter packen. Muss aber bedenken, dass das Fleisch dann natürlich nur von einer Seite richtig, also gleichmäßig gedörrt wird. Das ist der Vorteil bei so einem Dörrautomaten, dass das wirklich von beiden Seiten gleichmäßig gedörrt wird. Ein großer Nachteil bei der ganzen Sache ist, das frisst relativ viel Strom. Also so ein Backofen, wenn man den irgendwie 10 Stunden lang anhat, das ist schon relativ viel. So ein Dörrautomat ist deutlich sparsamer, aber auch der zieht ordentlich. Da gibt es sehr sparsame Geräte. Ganz so sparsam ist meiner nicht. Dafür hat der mehr Platz und ja, das ist mir auch wichtig. Was mich dazu bringt, 2 so eine Netze habe ich noch frei. Und meine Tochter freut sich unheimlich darüber, wenn es getrocknetes Obst, also getrocknete Äpfel gibt, die mit Zucker und Zimt bestreut sind. Und genau das mache ich jetzt auch noch. Dazu entkerne ich die Äpfel. Das ist hier ein Jona Gold. Oben und unten, das lässt sich schlecht trocknen wegen der Haut, es sei denn, man würde die schälen, darauf habe ich jetzt aber einfach keine Lust. Und dann werden so eine Ringe geschnitten hier. Die werden dann einfach hier ausgebreitet. Mit Zucker und Zimt bestreut, umgedreht, andere Seite ebenfalls, und dann packe ich die einfach mit zu dem Fleisch und trockne die parallel dazu. Und so nutze ich das gesamte Gerät. Bei den Äpfeln ist zu beachten, dass wir die Schnittflächen ein bisschen mit Zitronensaft einreiben. Einfach hier aus einer Flasche, bisschen fertigen Zitronensaft oder frisch ausgepressten, selbstverständlich auch. Das sorgt dafür, dass diese Schnittflächen nicht braun werden. Da wir jetzt aber mit Zucker und Zimt ist bekanntlich braun, eingestreut haben, ist das alles jetzt nicht so tragisch. Verändert auch die Haltbarkeit nicht. Aber wenn man die ohne Zucker und Zimt, vor allem ohne Zimt, trocknet, dann doch bitte Zitronensaft verwenden. Always I remember your bad tricks.
eins der aufwendigsten oder langwierigsten Videos, die ich bisher gemacht habe, ist fertig. Oder zumindest das Ergebnis davon. Die sind jetzt 8 Stunden. Ich habe nochmal eine Stunde verlängert, 8 Stunden getrocknet. Und jetzt können wir uns mal die Konsistenz angucken. Wenn man das hier so... Ist halt trocken. Trockenes Fleisch. Kreuzlig mal. Ja, ich mag es einfach sehr. Das ist es. Hot and spicy. Oder. Sweet and spicy. Sweet and hot. Sweet and hot. So. Kräftige Schärfe. Angenehme Süße. Einfach ein sehr kalorienarmer, fettarmer, zuckerarmer Snack, den man so abends beim schönen Film immer kauen kann, wenn man irgendwie noch die Bedürfnisse hat. Zu guter Letzt bleibt mir noch zu sagen, also das hier auf einem Blech, das ist etwa eine Roulade. Bei mir hatte eine Roulade so 250 Gramm, also bei 500 Gramm wären wir bei 6 Dings da. Das heißt, so ein Netz hier, so ein Blech oder ja, Gitter, da sind wir bei 3 Dings da. Und ja, da hat man schon ein bisschen was zu knabbern. Zu den Äpfeln wollte ich noch sagen, die mache ich nochmal 2 Stunden länger rein. Die brauchen... Äpfel trocknet man eigentlich bei etwas höheren Temperaturen, so 10 Grad mehr. Die sind jetzt bei 45 Grad drin gewesen. Die mache ich nochmal 2 Stunden extra rein und lasse die auch nochmal länger trocknen. Sollte euch das Video gefallen haben, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Ich freue mich über jeden Abonnenten, über jeden Kommentar. Stellt Fragen, schickt mir Anregungen, erzählt mir ruhig mal, ob euch so ein Beef Jerky schmeckt. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund, euer Carsten. Ciao.